Wir befinden uns jetzt noch hier in Philadelphia. Unsere Hardcore-Power-Rundreise innerhalb von 6 Nächten geht gleich los. Und was da alles passiert, das seht ihr in diesem oder in den nächsten Videos. Also, bis dann. Wir müssen jetzt gleich los. Wir sind hier in Konzeption angekommen. Eben, zeige ich euch gleich. Im Plaza Hotel. Richtig geil. Wir zeigen euch gleich einmal, wie es von innen aussieht. Aber jetzt erstmal die äußeren Eindrücke. Das ist das Restaurant, das gehört zum Hotel. Da waren wir gerade schon einmal einen Kaffee trinken. Richtig geil. Und ich habe den Kaffee so gebraucht, wir sind 6 Stunden gefahren. Die Strecke war ein bisschen holprig, das zeige ich euch aber noch im Video. Schneide ich so ein paar Szenen da rein. Hier ist der Eingangsbereich. Also wenn ihr Konzeption seht und dann hier ankommt, das ist irre. Da ist übrigens so ein Sportplatz-Ding. Wo wir hätten nachher reingehen sollen. Jetzt gehen wir einmal hier in die Empfangshalle. Voilà. Richtig schöner Eingangsbereich schon. Ich rede jetzt nur nicht so laut. Und guckt mal hier, wie geil das aussieht. Es geht oben noch weiter. Wir sind jetzt unten untergebracht. Reicht aber auch. Hier ist der Aufgang. Dann gehen wir einmal zum Zimmer. Gucken, ob Martin die Schlüsselkarte noch hat. Hier auch. Ja. Hier auch so typisch Paraguay, die Thermose mit den Guampas und den Bombiers. Ey, wie geil ist der denn? Oh, ist er weich. So, dann gehen wir, das ist auch richtig geil. Rechts und links die Zimmer und dann haben die immer hier so, weil es relativ dunkel ist, hier so Lichtelemente eingebaut. Die haben zwar oben da auch Lampen, aber das wirkt halt nochmal ganz anders. Also ich bin ja mittlerweile Fan von den Steinwänden, was ich vorher gar nicht war. Dann nehmen wir euch mal mit rein. Also, guckt euch das Zimmer an. Ist das geil oder ist das geil? Das Beste kommt da gleich noch. Aber Martin ist heute schüchtern. Martin macht die Tür auf, genau.
Ja, manchmal hat man einfach keine Lust vor die Kamera. Das müsstet ihr von mir eigentlich auch kennen. So. Da ist die Dusche. Also wir haben hier, glaube ich, gar nichts zu beanstanden. Das ist mega hier. Was hat das jetzt gekostet? Ja, warte doch. Ich zeige doch erstmal gerade noch. Wollt ihr was wissen? Genau, das Zimmer hat 550.000 die Nacht gekostet. Dann müssen wir einmal umrechnen, dann blenden wir euch das ein. In Euro jetzt. Oh, okay, da ist ein Sicherungskasten. Ja, gut. Genau, so, schätzungsweise 60 Euro pro Nacht. Mein, hier eine schöne Palme. Das sind meine Lieblingspalmen, die da oben dieses Grün haben. Also hier haben wir den Einliegenbereich. Da ist gerade die Pumpenklappe offen, ist wahrscheinlich sonst auch nicht. Hier ist der richtig schöne Pool. Ich habe beim Buchen schon so Fotos im Internet gesehen, aber ich hätte nicht geglaubt, dass es in echt so schön ist. Jetzt natürlich nicht die Leute, die am Pool stören, filmen, das mache ich nicht. Da drin ist das Restaurant und hier geht es so zum Park, Tiefgarage, also Parkhaus. Tiefgarage, wo man sich keine Sorgen ums Auto machen. Hier geht es jetzt zum Fitnessbereich. Den hat der Martin entdeckt und ich habe leider keine Sportklamotten bei, sonst würde ich das direkt mal ausnutzen, weil ich mache zu selten Sport. Freie Benutzung für die Gäste. Oh, mit Wasser sogar. Ich kann nicht hoch, ja. Sogar mit Dingens. Oi, oi. Oh, jetzt Verletzungsgefahr. Ja, und deine Plauze. Aufpassen. Hast du geguckt, wie viel da drauf ist? Ach, das ist ja nicht viel. Aber er will ja keine Geräte zu Hause haben. Vielleicht habe ich Muskelkater. Na, guck. So, wir begeben uns weiter. Gut, in die Tiefgarage müssen wir jetzt nicht, ne? Aber ich wollte einmal zum... Ja, einmal reinfilmen, das ist so super. Da ist Ja, alles aber da ist ein Security, der sicher. lässt einen auch rein oder Tor raus. wird nachher zugemacht wahrscheinlich. Was ist da? Gehen wir mal rein. Versammlungssaal oder so. Ja, jetzt Party machen. Geil. Auch schon die Mitarbeiter? Nee. So. Und kommt man hier auch zum Kinderbereich? Ja, ist ja. Also selbst wenn man sich hier jetzt so auf den Gang setzt, ne? Jetzt guckt euch das mal an. Wie schön das hier ist. Mit den Zatarita, richtig geil. Nur noch Palmen. Juhu. Also irre. Irgendwie wollten nur kurz filmen, aber das wird schon wieder ein ganzes Video gefüllt. So, hier der Bereich für die Kleinen. Martin. Ich gehe gleich rutsch. Das ist echter? Ne, das ist kein echter. Nee, der ist nicht. Nee. Ich muss aber mal testen, ob die Sachen echt sind oder nicht. Wir haben ja so einen Kindchenbereich, da willst du wahrscheinlich Asado machen können. Aber Geil. da ist jetzt voll, da werden wir jetzt mal nicht reinstürmen. So schön gemacht. Ja, das war es soweit jetzt erstmal hier. Wir werden wahrscheinlich jetzt nicht mehr rausgehen. Doch, da vorne habe ich Doch? die Kirche gesehen, können wir ja nochmal hin. Okay, dann gehen wir gleich noch zur Kirche. Also bis gleich. Das hier erinnert mich auch mal wieder so an die Bud Spencer und Terence Hill Filme irgendwie. Weil die haben ja nicht nur in Südamerika gespielt. Aber schon geil. Hier so irgendein anderes historisches Gebäude. Ich hoffe, die Autos übertönen mich nicht. Da ist so ein Minimarkt. Und wir gehen jetzt gerade zur Kirche, Kapelle. Hä? Fluss. Zum Fluss? Achso, ich dachte zu der Kirche. Der Fluss ist alles fein, ja. Wir gehen zum Fluss. Da ist ein... Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ah, das Pferd. Ein Hotel war da. Oh, guck mal, das sieht ja auch schön aus hier. Rathaus sein.
Also man muss halt auch immer dazu sagen, überall, wo irgendwie so auch Touristen hinkommen können oder irgendwie sonst was ist, die Paraguayer geben sich so Mühe, also bin ich der Meinung. Klar, es sieht jetzt hier vielleicht ein bisschen trist aus, das liegt aber daran, dass wir in den Winter reingehen. Aber man sieht ja, das ist trotzdem überall bepflanzt, da ist halt gerade nur nichts drin. Ach, das sind doch die von Frieda. Jo. Das ist wie so Unkraut, die wuchern, das sieht richtig schön aus nachher, wie so Bodendecker. Ich bin mal gespannt, wie es heute auch, bis wann wir was wie machen. Da müssen wir ein bisschen beeilen, weil gleich wird dunkel. Stimmt, um 5:30 wollen wir essen, da sind wir Da verabredet. ist schon dunkel, 5:30. Ja, aber wir gehen jetzt bald wieder in eine andere Richtung, hast du gesagt? Nee, Ja, wir gehen Juni. einfach ganz geradeaus bis zum Fluss. Nein, Richtung heller werden. Ach so. Mitte Juni, glaube ich, ne? Ja. Ja, da kommt dann noch was ganz anderes Mitte Juni, aber das seht ihr dann auch. Das auch. Einer mag jetzt sagen, hier, das ist vielleicht nicht ganz so toll, aber irgendwie hat das so Charakter mit den kaputten Bordsteinen. Ich meine, wir Aufpassen. Hm? Da muss man ein bisschen aufpassen. ja, Nee, da Löcher. genau. Also ist nicht Deutschland. Aber wir sind ja auch nicht hier für Deutschland 2.0, sondern für Südamerika, Paraguay. Aber das sieht richtig schön hier aus, ne? Also, ja. Ist da irgendwas drin? Ich habe einen Papagei gehört. Oh. Das sieht aus wie aus Filmen, ne? Ich finde das voll geil. So, früher hat man immer, Mal so auf ja mir. gleich. Früher hat man immer so Filme geguckt so und heutzutage leben wir da, wo die Filme sind. Ah, das ist so geil. Auch schön aus. Da auch. Und das ist halt auch hier so der Teil, wo jetzt nicht allzu viele Touristen hinkommen. Deswegen finde ich das auch eigentlich cool, dass wir dann jetzt mal hier sind. Morgen geht es ja dann weiter. So Aber in noch die, weniger Touristen hingehen. genau, aber da ist halt auch grenzwertig. Da sollte man jetzt vielleicht auch nicht hin. Das könnte man nicht empfehlen, das sollte man eigentlich nicht machen. Also es wurde uns auch von sehr vielen Leuten abgeraten. Aber wir fahren nicht ganz so weit in das Gebiet rein. Und wir haben schon gesagt, wir gucken mal, solange wie wir uns sicher fühlen und den Rest dann drehen wir um. Guck mal, eine Fledermaus, eine laufende. Ja, wieder, die malen irgendwas. Ja, hier hat auch einer gemalt. Hat nur kein Den Klebeband Bord- benutzt. direkt den Bordstein mitgemacht. Das machen die auch. Übrigens alles von Hand. Die ganzen Randkantensteine da bemalen. Wir werden verfolgt und es wurde sofort gemeldet. Hä? Sarah hat schon wieder einen Freund gefunden. Und man versteht dich immer noch nicht. Sarah Weil, hat schon wieder einen Freund gefunden. ja, aber ich habe gesagt, Martin, nimm du das Mikrofon. Aber er ist ja der Redselige, aber nein, er wollte ja nicht. Und was macht er dann immer? Die Leute, Im wollen Hintergrund die quatschen. Leute wollen ja mal deine Stimme hören. Hier ist so Ja. ein Lost Place. So eine alte Weil meine Fabrik Stimme oder so schön ist. Boah, ey, da könnte man so viel mal draus machen, ne? Sieht cool aus. Sieht geil aus da mit dem Kamin. Sieht richtig geil aus. Hochklettern. Nee, das möchte ich aber nicht. Die haben alle Bretter weggenommen, ne? Oh, Gemobst. das fehlen die Bretter. Wir sind einfach nicht verrückt. Ah, aber guck mal, da ist der Fisch wieder. Also was auch immer das mal war, da ist der Fisch wieder. Der vom Denkmal. Ah, das war dann irgendwie. Das ist vielleicht das. Ah ja gut, Guck mal, da ist Hafen. eine Rutsche. Wie geil ist Das ist eine das Rutsche. denn? Hab ich gar nicht gesehen. Scheiße, jetzt mit der Drohne. Auch geil. Oh, und der verfolgt mich, der Hund. Da gehen sie in den Lost Place rein. Okay. Gehen die da rein? Ja. Eigentlich schön hier mit der Lage, ne? Ja, die Lage ist schön. Ach guck mal, der Angel. Was machen die da? Angeln oder was? Ich habe hier mal so ein Netz oder so. Keine Ahnung. Ist das Netz? Guck mal da hinten, guck mal, da ist das Schiff, da kannst du bestimmt fahren.
Da ist er schon wieder. Sarah muss jetzt erstmal ein bisschen in den Schatten gehen. Wir sind jetzt hier irgendwie am Hafen angelangt. Hier liegt so ein Fischerboot, ich denke mal, weil die lauter so Eisboxen oben drauf haben. Und hier kommen so kleine Bötchen an. Ich denke mal, da wird man so kleine Bootstouren mitmachen können. Leider haben wir ja keine Zeit, weil wir nur einen Tag oder besser gesagt den Nachmittag hier sind. Und morgen früh sofort wieder weiterfahren. Die arme Sarah ist schon wieder ein bisschen von der Sonne geschafft. Deswegen muss sie sich jetzt ein bisschen ausruhen. Wir werden jetzt auch langsam wieder zum Hotel gehen, denn wir sind ja gleich da zum Essen verabredet. Und vielleicht hat die kleine Sarah nach dem Essen noch wieder ein bisschen mehr Kräfte. Komm, wir gucken mal, was da für ein Monument ist. Geht das? Da ist auch Schatten. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Da stand halt gerade irgendwas von Alpenhafen oder so. Aber ja, da ist auf jeden Fall so ein Monument. Irgendwie so vom Hafen ist jetzt hier nicht viel zu erkennen, bis auf die paar kleinen Boote. Aber hier gibt es auch ein bisschen größere Boote. Ich glaube, das konnte man vorhin da so sehen. Dieses große Weiße im Hintergrund, was weiter weg war, flussabwärts. Kann man, glaube ich, auch so richtige Touren machen auf dem Fluss, also Tagestouren. Aber da sind wir noch nicht zugekommen. Ist auf jeden Fall irgendwas mit Veteranen. Denn ich denke mal, der eine Kamerad hat sein Bein verloren. Ja. So, jetzt gucken wir mal, wo wir waren. Was steht denn da? Doch, da steht Hafen. Wir waren doch beim Hafen. Aber ich glaube, das ist der historische Hafen, so wie das nämlich bei Google Maps gerade stand, war das der historische Hafen. Also wir haben ja auch vorhin, wo wir über die Brücke kamen, gesehen, dass da ja, so Siloanlagen, auch der Schlachthof von Konzeption war da. Und das wird wahrscheinlich der modernere Hafen sein. Ja, hier hat sich die Säule zum Baum verwandelt. Aber das sieht man weiter oben auch, die waren nur so eine Ziersäule. Ja. Jetzt bin ich gerade so am Gucken. Ich glaube, da müssen wir rechts dann wieder rein, wo die da gerade in den Lost Place reingegangen sind. Ich bin ja ein bisschen neugierig, vielleicht will ich da auch mal reingucken. Hier ist wieder ein Hotel und eine Bar und Kaffee kann man trinken. Ein Bar und Kaffee. Ja gut, wir haben ja jetzt, weil wir auch nicht alleine reisen, müssen wir auch ehrlich gesagt sagen, haben wir ja alles ein bisschen vorgebucht. Wenn wir jetzt alleine gereist wären, hätten wir jetzt auch mehr Zeit ein bisschen mitgebracht. Und ja, ich wäre hier hingefahren, ohne was zu buchen. Und dementsprechend würden wir uns dann noch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Aber wir haben, wie gesagt, einen Gast dabei und da geht der Flug. Und dementsprechend, wenn der Flug nach Deutschland geht, müssen wir den Gast am Flughafen abladen. Und dementsprechend können wir jetzt hier nur wenig gucken. Ja, irgendwie sieht das so aus, als wäre das nie fertig geworden. Aber sieht interessant aus, wer weiß, was das werden sollte. Ja. Klar. Und hier sind die gerade irgendwo reingegangen, aber der Tor sieht dann doch ein bisschen sehr zu aus. Und ich möchte der Sarah das jetzt nicht zumuten, hier irgendwo über Zäune zu klettern. Dann schimpft sie gleich mit mir. Das ist die Frage, ob die da überhaupt drin waren. Aber interessant wäre das auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Also falls ihr mal nach Konzeption kommt, dann habt ihr hier auf jeden Fall schon mal ein Lost Place, wo ihr ein bisschen gucken könnt. Hier ist auch, guck mal, da ist ja wieder der Adler. Irgend so eine Grotte. Da hat der Adler auch noch beide Flügel, ja. So, und hier ist jetzt das Schwimmbad, wo wir vorhin schon reingeguckt haben. Und ich denke mal, jetzt kommt eh nur der Rückweg. Also werden wir jetzt hier mal ausmachen. Ah, hier haben wir so einen Laden entdeckt. Hier kann man anhand Holzsachen gucken. Leider schon zu. Ich weiß jetzt nicht, ob man mit der Kamera durch das Ganze so weit erkennen kann. Aber die haben hier ein paar echt schöne Sachen aus Holz. Und Brettchen und so was alles.
Wahrscheinlich alles Einzelstücke. Naja, aber man sieht nicht viel. Hier wollen wir euch jetzt so einen kleinen Einblick vom Buffet zeigen. Ich habe jetzt leider die Kamera vergessen, deswegen nehme ich einfach mal hier mein Handy. Ach so, genau. Das ist halt hier das Obst- und Müsli-Buffet. Da habe ich mich gerade schon dran vergriffen. Hier Kaffee, Tee, Cocido, alles was das Herz begehrt. Dann haben wir hier die Joghurt-Ecke mit dem Panini-Grill jetzt gleich. Martin, wie er sich mal wieder den Teller vollschlägt mit Brot und Wurst. Jo, mit Bijou sogar. Rührei und Speck sogar. Und hier wahrscheinlich Brot. Ja. Und natürlich für hier Süßigkeiten. Sehr schön alles und hier jetzt noch so eine Luftaufnahme. Ja, und den Rest vom Restaurant haben wir ja gestern schon gezeigt. Glaube ich. Nee, haben wir gar nicht. Aber mehr ist hier nicht. Guten Morgen. Ich habe jetzt gerade hier schon mal ein bisschen was von dem Gepäck ins Auto gepackt. Verstaubt, genau. Martin ist jetzt schon an der Rezeption. Wir warten jetzt nur noch auf unseren Besuch. Und dann geht es weiter Richtung Cerro Membe? Ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht. Zum Berg. Dann geht es weiter zum Berg. Ich gehe jetzt nochmal hier schön die geile Kulisse entlang. Also es war super, das Hotel, das Essen war super. Und wir können echt nichts Schlechtes über das Hotel sagen. Also wenn ihr in Konzeption seid, Palace Hotel unbedingt angucken. Oder auch buchen. Und Martin wartet da noch. Und ich glaube, Nueva Germania fahren wir jetzt hin. Das ist das nächste Endziel, wo wir dann übernachten. In der Posada. Genau. Hier ist so die Teeecke. Also, bis zum nächsten Video. Ciao.